Die Hunderte von Packungen Nudeln und Konserven, die sie zu Hause gehortet haben. Sie sind tickende Zeitbomben, die sie in der ersten Krisenwoche im Stich lassen werden. Die meisten Leute sagen, ich bin vorbereitet, aber sie verabreden sich nur dazu, satt zu sterben. Wenn ihr Zahnfleisch am 10. Tag zu bluten beginnt und ihnen schwindelig wird ihnen die Pasta nicht mehr helfen. Heute enthülle ich die 27 stillen Beschützer, die sich in den Vorratskammern von Profis befinden. Wenn Sie jetzt die Punkte 7, 8 und 9 hören, werden Sie wahrscheinlich in Ihre Küche gehen und den Großteil Ihrer Vorräte in den Müll werfen wollen. 1. Roher Honig, flüssiges Gold und natürliches Antibiotikum. Warum? Weil er 3000 Jahre lang nicht verdirbt. Vergleich: Zucker regt lediglich die Insulinausschüttung an, während Honig Infektionen bekämpft. Auf eine Wunde aufgetragen, heilt er schneller als moderne Desinfektionsmittel. Praktischer Tipp: Der klare Honig, den Sie im Supermarkt kaufen, ist tot. Kristalliner, trüber Honig ist echte Medizin. 2. Kokosöl, Energie fürs Gehirn. Warum? Es enthält MCT-Öle. Die Leber wandelt es sofort in Ketone, Energie fürs Gehirn um. Vergleich: Sonnenblumenöl wird nach einem Jahr ranzig. Dieses Öl hält 5 Jahre. Betrachten Sie es aus der Perspektive eines modernen Menschen. Perspektive: Wenn der Strom ausfällt und wenn der Stresspegel in die Höhe schnellt, verhindert dieses Fett, das Ihr Gehirn nebelt. 3. Selbstgemachte, fermentierte Lahun-R-Gurken. Probiotischer Schutzschild. Warum? Weil Durchfall in Krisenzeiten lebensbedrohlich sein kann. Lebende Bakterien schützen Ihren Darm. Vergleich: Pasteurisierte Gurken sind ungenießbar. Nur die fermentierten, lebendigen Gurken stärken Ihr Immunsystem. 4. Spirulina, Astronautennahrung. Warum? Das konzentrierteste Lebensmittel der Welt. Ein Löffel enthält so viele Mikronährstoffe wie ein Kilo Gemüse. Vergleich: Es ist das Einzige, was verhindert, dass Ihre Haut grau wird, wenn Sie kein frisches Gemüse finden. 5. Ghee, geklärte Butter, pure Energie. Warum? Da es kein Milcheiweiß ist, verdirbt es jahrelang bei Zimmertemperatur nicht. Es brennt nicht bei Temperaturen bis zu 250 Grad. Vergleich: Butter verdirbt, wenn der Kühlschrank kaputt geht, während Ghee in Krisenzeiten zum wertvollsten Tauschmittel wird. 6. Heilpilze, Shiaki und Austernpilze, Apotheke ohne Medizin. Warum? Weil sie in getrockneter Form wenig Platz benötigen. Sie modulieren das Immunsystem und schützen den Körper so vor Überreaktionen. Praktisch: Sie stillen nicht nur den Hunger, sondern gleichen auch einen erhöhten Stressspiegel, Cortisol, in Krisenzeiten aus. 7. Graues Meersalz, Mineraliendepot. Warum? Speisesalz besteht nur aus Natrium. Graues Salz enthält über 80 Mineralien. Vergleich: Um den Herzrhythmus aufrechtzuerhalten, benötigen Sie nicht nur Salz, sondern auch dieses natürliche, magnesiumhaltige Salz. 8. Apfelessig aus Motherhood Culture. Warum? Er dient als Konservierungsmittel, reguliert die Verdauung und desinfiziert Wasser. Moderne Perspektive: Wenn Sie verdächtiges Wasser trinken müssen, kann ein Schuss Essig lebensrettend sein. 9. Schwarzkümmel, ein Allheilmittel. Warum? Er enthält Thymoquinon, den stärksten natürlichen Schutz gegen Viren. Vergleich: Während Multivitaminpräparate nach 2 Jahren ihre Wirkung verlieren, behalten Schwarzkümmelsamen ihre Wirkung. 10. Kurkuma und schwarzer Pfeffer gegen Entzündungen. Warum? In Krisenzeiten leisten sie oft schwere körperliche Arbeit, wodurch ihre Gelenke entzündet werden. Kurkuma ist ein starkes entzündungshemmendes Mittel. Tipp: Kurkuma wird ohne schwarzen Pfeffer nicht vom Körper aufgenommen. Decken Sie sich daher mit beiden zusammen ein. 11. Magnesiumchlorid, Stressmanagement. Warum? Die meisten wissen das nicht. Eine Prise in Wasser aufgelöst hilft Ihnen, nachts gut zu schlafen und Krämpfe zu lindern. Vergleich: Es ist kein Antidepressivum, aber dieses Mineral beruhigt das Nervensystem. 12. Getrocknetes Eipulver. Warum? Frische Eier sind nur einen Monat haltbar. Dieses Pulver 5 bis 10 Jahre. Vergleich: Dies ist die effizienteste und leichteste Art, Protein zu lagern. 13. Aktivkohle, Entgiftung. Warum? Sie ist kein Lebensmittel, rettet aber Lebensmittel. Sie zieht Giftstoffe wie ein Magnet an, beispielsweise bei Lebensmittelvergiftungen oder dem Trinken von verunreinigtem Wasser. Moderne Perspektive: Wenn Krankenhäuser in einer Krise geschlossen sind, ist dies die einzige Möglichkeit, den Magen zu reinigen. 14. Zuckerfreie Nussbutter. Warum? Erdnuss- oder Haselnussbutter liefern die meisten Kalorien und Proteine auf kleinstem Raum. Vergleich: Kidneybohnen aus der Dose sind schwer zu transportieren. Ein Glas Erdnussbutter reicht für eine ganze Armee. 15. Rosa indisches Salz, Elektrolyt. Warum? Es ist reich an Kalium und beugt Muskelschwund vor. 16. Hanfsamen, vollständiges Protein. Warum? Es ist eines der wenigen pflanzlichen Lebensmittel, das vollständiges Protein, alle Aminosäuren, enthält. Vergleich: Dies ist das einzige Superfood, das Ihre Muskeln schützt, wenn
kein Fleisch verfügbar ist. 17. Kiefernharz. Warum? Es ist ein natürliches Harz, das Fieber auslöst und beim Kauen Mundinfektionen heilt. 18. Getrocknete Algen. Nori. Warum? Eines der größten Risiken in Krisenzeiten ist Jodmangel. Jod schützt außerdem vor Strahlung. Praktisch. Es ist hauchdünn, regt aber die Schilddrüse an. 19. Tahini. Flüssiges Calcium. Warum? Milchprodukte verderben in Krisenzeiten als erstes. Tahini enthält mehr Calcium als Milch und kann bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. 20. Keimlinge. Mungbohnen. Linsen. Warum? Dies ist die cleverste Zutat. Sie können eine Handvoll getrockneter Samen in Wasser keimen lassen und so einen frischen Gemüsegarten in ihrer Speisekammer anlegen. Zum Vergleich, Gemüse aus der Dose ist tot, während gekeimte Samen voller lebender Enzyme stecken. Diese 20 Artikel dienen nicht nur dazu, den Magen zu füllen, sondern auch dazu, inmitten der Krise geistig fit und gesund zu bleiben. Investieren Sie morgen beim Einkauf in diese biologischen Waffen statt in leere Kalorien. Welcher Artikel ist also die Geheimzutat, die auf Ihrer Liste unbedingt stehen muss? Warum schieden die meisten Häuser im ersten Monat aus? Bevor wir zum Rest der Liste kommen, müssen wir über eine bittere Wahrheit sprechen. Menschen kaufen Tausende von Konservendosen, vergessen aber etwas Wichtiges: die Küchenmüdigkeit. Am 10. Tag der Krise verweigert das Gehirn die Nahrungsaufnahme, weil man immer wieder die gleichen geschmacklosen Konserven isst. Dies nennt man Appetitverlust und in einer Krise ist das lebensbedrohlich. Deshalb sind die folgenden Artikel nicht nur Nährstoffe, sondern auch Geschmacks- und Stimmungsgeber. 21. Getrocknete Tomaten, Lycopin und Geschmacksexplosion. Wo frisches Gemüse knapp wird, sind getrocknete Tomaten eine gute Alternative. Tomaten sind da, sie liefern nicht nur Vitamin C, sondern verleihen ihren Gerichten auch diesen herzhaften Umami-Geschmack. Getrocknete Tomaten in Olivenöl. Wenn Sie sie ziehen lassen, erhalten Sie die weltweit langlebigste und nährstoffreichste Energiequelle. 22. Senfkörner, natürliches Konservierungsmittel. Senf ist nicht nur eine Soße, die Körner bleiben jahrelang haltbar. Zerdrückt und mit Wasser vermischt ist das entstehende Senföl ein natürliches Konservierungsmittel, das Lebensmittel vor Verderb schützt. Außerdem kann Senfpaste in einer Notsituation auf die Brust aufgetragen die Atemwege befreien. 23. Pinienkerne, kleine Menge, große Energie. 23. Pinienkerne, kleine Menge, große Energie. Eine Handvoll Pinienkerne liefert so viel Energie wie eine ganze Mahlzeit. Sie sind so reich an Fett und Eiweiß, dass Sie tagelang mit Energie versorgen, ohne Ihren Notfallrucksack zu beschweren. Außerdem helfen sie, den Cholesterinspiegel zu regulieren und so zu verhindern, dass der Stress einer Krise Ihr Herz belastet. 24. Kreuzkümmel, Wohltat für die Verdauung. Krisennahrungsmittel, Bohnen, Linsen, Kichererbsen verursachen Blähungen. Blähungen sind nicht nur unangenehm, sondern können auch zu starken Schmerzen führen. Kreuzkümmel ist das Gegenmittel zu Hülsenfrüchten. Er beruhigt den Verdauungstrakt und beugt Krämpfen vor. 25. Datteln, Überlebenspaket für die Wüste. Sie sind die Frucht mit der längsten Haltbarkeit. Der natürliche Zucker im Inneren liefert dem Gehirn sofort Energie, während die Ballaststoffe für ein Sättigungsgefühl sorgen. Es ist erwiesen, dass ein Mensch wochenlang mit nur 3 Datteln pro Tag und etwas Wasser überleben kann. Wie lagern wir diese Lebensmittel am besten? So weit, so gut. Aber wie lagert man diese Lebensmittel am besten? Viele Menschen lagern Lebensmittel in Tüten und setzen sie so Mäusen und Feuchtigkeit aus. Hier ist die professionelle Methode mit Mylar-Beuteln und Sauerstoffabsorbern. Sauerstoff ist der Feind. Er lässt Lebensmittel verderben. Beutel schließen Licht und Luft vollständig aus. Sauerstoffabsorber statt Vakuum. Vakuumverpackungen verlieren mit der Zeit an Luft. Ein Sauerstoffabsorber im Beutel reduziert den Sauerstoffgehalt jedoch auf 0,01%. So bleibt Weizen 30 Jahre und Reis 25 Jahre frisch. Temperaturkontrolle. Jede Senkung der Lagertemperatur um 5 Grad verdoppelt die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Keller sind in Krisenzeiten Ihr sicherer Hafen. Küche in der Krisenzeit. Wie macht man GE? Jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie Ghee, geklärte Butter, selbst herstellen können. Punkt 5 auf der Liste. Denn in Krisenzeiten können Sie kein Ghee im Supermarkt kaufen und müssen Ihre Buttervorräte aufstocken. Schritt 1. Geben Sie die ungesalzene Butter in einen Topf und lassen Sie sie bei schwacher Hitze schmelzen. Nicht anbrennen lassen. Schritt 2. Es bildet sich weißer Schaum an der Oberfläche. Das ist Milcheiweiß. Vorsichtig mit einem Löffel abschöpfen. Schritt 3. Am Boden der Butter bilden sich Ablagerungen. Die Butter wird klar und goldbraun. Sobald Sie den
den nussigen Duft wahrnehmen, ist sie fertig. Schritt 4. Durch ein Passiertuch in ein Glasgefäß abseihen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben nun eine reine Energiequelle, die jahrelang ohne Kühlung haltbar ist. Wie kann man Wasser in Krisenzeiten revitalisieren? Abkochen tötet zwar Keime, macht das Wasser aber auch tot. Die Mineralien im abgekochten Wasser setzen sich ab. Hier kommt Punkt 7 auf der Liste ins Spiel. Graues Meersalz. Gibt man eine Prise graues Salz und einen Tropfen Zitrone zu einem Liter abgekochtem Wasser, verwandelt man es in ein Elektrolytgetränk. Das ist das wichtigste Geheimnis, um in Krisenzeiten Lethargie vorzubeugen. Vorbereitung auf eine Tauschwirtschaft. In der zweiten Phase einer Krise verliert Geld an Wert. Was kann man dann tauschen? Kleine Salzpäckchen. Teilen Sie 10 Kilo Salz in 100 Gramm Päckchen auf. Ein Päckchen Salz kann in einer Krise einem Sack Kartoffeln entsprechen. Honig. Er hat immer den höchsten Tauschwert, da er ein Heilmittel ist. Alkohol und Tabak. Auch wenn Sie sie nicht verwenden, bewahren Sie sie auf. Sie sind das beste Desinfektionsmittel und das wirksamste Tauschmittel in Krisenzeiten. Keimen. Verlorene Lebensmittel wiederbeleben. Wir haben bereits Mungbohnen und Linsen erwähnt. Das ist nicht einfach nur Essen, sondern eine wahre biologische Fabrik. Weichen Sie die Samen in einem Glas an einem dunklen Ort ein und lassen Sie sie einmal täglich abtropfen. Nach 3 Tagen ist das Glas voller grüner Sprossen. Der Proteingehalt der Samen bleibt dabei gleich, aber der Vitamingehalt explodiert. Sie werden der Einzige sein, der mitten in der Krise frischen Salat genießen kann. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch ein echter Stimmungsaufheller. Die Ernährungspyramide zerstören und neu aufbauen. Die klassische Pyramide lautet Brot und Getreide. Die Krisenpyramide lautet gesunde Fette und Mikronährstoffe, denn Brot macht nur dick und hungrig. Kokosöl, Ghee und Tahini hingegen sättigen und regen die Gehirnfunktion an. Dein größter Feind in einer Krise sind Blutzuckerschwankungen. Wenn dein Blutzuckerspiegel sinkt und wieder steigt, gerätst du in Panik. Eine fettreiche Ernährung hingegen schenkt dir absolute Ruhe. Beobachte das große Ganze. Was ich beschreibe, ist kein Angstszenario, sondern ein Leitfaden für Eigenverantwortung. Vorbereitet zu sein bedeutet nicht Angst zu haben. Im Gegenteil, es bedeutet, die Angst aus deinem Leben zu verbannen, weil du in einer Krise nicht auf andere angewiesen bist. Deine Speisekammer ist nicht nur dein Lebensmittelvorrat, sondern auch die Gesundheitsvorsorge deiner Familie. Geh jetzt, nachdem du dieses Video gesehen hast, in deine Küche, öffne deine Schränke und stell dir folgende Frage: Wenn die Supermärkte morgen schließen, werde ich dann nur überleben oder diese Krise gesund überstehen? Wenn du dir bei deiner Antwort nicht sicher bist, mach noch heute den ersten Schritt. Kauf statt 10 Kilo Mehl lieber 1 Kilo echten Honig und eine Packung Spirulina. Du wirst mir danken, wenn du den Unterschied in deinem Körper spürst. Wenn du bis hierher durchgehalten hast, gehörst du wirklich zu den 1%, die entschlossen sind, vorbereitet zu sein. Ich habe eine spezielle Datei für dich vorbereitet. Die ersten 100 Personen, die bereit in die Kommentare schreiben, erhalten eine PDF-Tabelle mit den Lagerzeiten und Umtauschwerten dieser 40 Artikel. Küchenausrüstung in der Krise und wie geht es richtig mit Energie? Was ist der richtige Weg? Wir haben das Essen ausgewählt, aber wie bereiten Sie es zu? Wenn in der Stadt das Gas abgestellt wird, verwandelt sich Ihre teure Küche in einen Haufen Schrott. Hier sind die entscheidenden Details, die die meisten Leute vergessen, die aber ihr Essen in eine richtige Mahlzeit verwandeln. 26. Kochen in der Thermoskanne, Energiesparmeisterkurs. In einer Krise ist Brennstoff Gold wert. Einen Topf Nudeln oder Reis 10 Minuten lang kochen zu lassen, ist Luxus. Kochen Sie stattdessen Wasser auf, geben Sie das Essen hinzu und füllen Sie es sofort in eine große Thermoskanne. Die eingeschlossene Wärme in der Thermoskanne gart das Essen in 2 Stunden perfekt. Sie sparen 90% Brennstoff. 27. Gusseiserne Pfanne, ein Kochutensil. Warum Gusseisen? Weil eine gusseiserne Pfanne die Hitze gleichmäßig verteilt, egal ob über einem Holzfeuer, beim Camping oder sogar bei Kerzenlicht. Wenn Ihre Pfanne in einer Krise ein Loch bekommt oder der Griff abbricht, ist es vorbei. Eine gusseiserne Pfanne hingegen hält Generationen und gibt Spuren von Eisen an die Speisen ab, um Eisenmangel vorzubeugen. Ein Moment der Entscheidung, Freunde. Dieses Video ist keine Liste mit 27 Punkten. Es ist eine Lebensphilosophie, die ich euch mitgeben möchte. Die Welt verändert sich. Systeme sind zerbrechlich, aber wir nicht. Wer vorbereitet ist, gerät nicht in Panik. Wer nicht in Panik gerät, trifft die richtigen Entscheidungen. Und wer die richtigen Entscheidungen trifft, überlebt nicht nur, sondern gestaltet eine neue Welt. Wenn ihr dieses Video bis hierher gesehen habt, seid ihr kein Durchschnittsbürger mehr. Ihr seid vorbereitet. Behaltet diese Information nicht für euch. Ihr könnt
könnt nicht satt sein, während euer Nachbar hungert. Eure Gemeinschaft ist in einer Krise euer größter Schutz. Schickt dieses Video an die Person, die ihr in eurer Sicherheit haben wollt. Stellt euch nun diese Frage: Was habe ich heute getan, wofür mir mein zukünftiges Ich danken wird? Holt euch das Glas Honig, bestellt die Spirulina, lernt, wie man Ghee herstellt. Morgen könnte es zu spät sein, aber heute haben wir noch Zeit. Denkt daran, Vorbereitung ist der Schlüssel zur Freiheit, nicht Angst. Bis bald, bleib stark.